Spanische Steuern, ein leidiges Thema, ich weiß, aber als ausländischer Eigentümer einer Spanien-Immobilie kommst du um dieses Thema nicht herum. Deswegen möchte ich in diesem Video dir die 3 wichtigsten Steuerarten erklären, die auf dich zukommen, wenn du Eigentum in Spanien hast. Ich gehe von folgender Prämisse aus: Du bist weniger als 183 Tage wohnhaft in Spanien, dann giltst du nämlich als Nicht-Residenter, also als steuerlich nicht in Spanien ansässig. Und in diesem Fall, und du hast eben auf jeden Fall auch mindestens eine Immobilie im Eigentum in Spanien, unter diesen beiden Gesichtspunkten sind folgende Steuern für dich relevant. Zum einen die Grundsteuer. Das ist eine jährliche Gemeindesteuer, die von der Gemeinde erhoben wird und wird abgekürzt IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles. Da fragst du am besten den Verkäufer nach dem letzten IBI-Bescheid, damit du weißt, wie hoch diese Steuer ist. Und sobald du Eigentümer bist, beantragst du am besten das Lastschriftverfahren über dein Konto, sodass das jedes Jahr eingezogen wird, ohne dass du dich darum kümmern musst, den Bescheid zu bekommen, den zu bezahlen und so weiter. Da kommt es nämlich manchmal so ein bisschen zu Schwierigkeiten in der Praxis, weil der Bescheid dann vielleicht an die spanische Immobilie geschickt wird. Man bekommt die aber nicht unbedingt immer zugestellt, diese Unterlagen. Und es ist schon oft vorgekommen, dass man dann eben die Frist verpasst, innerhalb derer man zahlen kann. Und dann eben auch Strafzahlungen eben anfallen dafür. Die kann man vermeiden, wenn man eben das Lastschriftverfahren beantragt. Dann kommt die Renta imputada, hast du sicher auch schon öfters mal gehört. Ich übersetze es immer gern mit einer Selbstnutzungssteuer. Die fällt dann an, wenn du eben eine Immobilie besitzt, die nicht vermietet ist. Und da musst du nämlich für den Leerstand oder für die Tage, wo sie eben nicht vermietet ist, die Wohnung, musst du eine Steuer zahlen. Da werden letztendlich fiktive Mieteinnahmen zugrunde gelegt, um diese Steuer zu berechnen, und die nennt sich Renta imputada. Wie gesagt, ganz wichtig, wenn die Wohnung aber vermietet ist an jemand, an Touristen oder längerfristig an jemand, dann fallen für diese Tage eben diese Steuer nicht an, nur für die Tage des Leerstandes. Immer dann, wenn diese Wohnung eben nicht dein Hauptwohnsitz ist. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen von der Prämisse aus, dass du nicht steuerlich ansässig bist in Spanien, sodass diese Immobilie also nicht dein Hauptwohnsitz sein kann. Also, zusammenfassend, bei der Renta imputada musst du den Leerstand, die Tage des Leerstandes versteuern. Jetzt die Frage, wie wird die berechnet? Da musst du den Valor Catastral, das ist der Katasterwert, zugrunde legen. Den findest du wieder in dem IBI-Bescheid, in dem Grundsteuerbescheid. Da ist genau aufgelistet Valor Catastral und hast den entsprechenden Betrag. Und je nach Fallgestaltung ist es entweder 1,1% oder im Regelfall 2,0% auf diesen Katasterwert. Dann ergibt das die Bemessungsgrundlage, und als nicht-residenter Ausländer in Spanien, innerhalb der Eurozone, fällt aktuell, Stand 2022, ein Steuersatz von 19% an. Also, wenn du jetzt die Bemessungsgrundlage so berechnet hast, gehen wir von 2% aus auf den Valor Catastral und darauf die 19%, das ist die Steuer, die du zu zahlen hast, diese Renta imputada. Das ist eine Jahressteuer, die fällt jährlich an und muss bis Ende des nächsten Jahres, des Veranlagungsjahres, bezahlt werden. Also, wenn wir jetzt vom Jahr zum Beispiel 2021 sprechen, 2022 aktuell, dann hast du Frist bis 31.12.2023, um diese Steuererklärung einzureichen und zu bezahlen. Sie wird eingereicht mit dem sogenannten Modello 210. Das ist ein vorgefertigtes Formular 210, in dem es eben einen Abschnitt gibt, Renta imputada, das du ankreuzen kannst und entsprechend einreichen. Genau, das ist die zweite Steuer. Dann die dritte: Wenn du jetzt die Immobilie in Spanien vermietest, damit Mieteinnahmen generierst, musst du natürlich auch diese Mieteinnahmen versteuern, ganz klar. Und da hast du eine Verpflichtung, vierteljährlich diese Steuererklärung abzugeben. Immer dann, wenn in diesem Vierteljahr ein Überschuss erzielt worden ist. Da ist es ähnlich wie jetzt in Deutschland auch, da kannst du deine Mieteinnahmen nehmen, aber auch Ausgaben entgegensetzen, und das, was am Schluss rauskommt, wird versteuert. Auch hier gilt wieder der Steuersatz als Nicht-Residenter von 19%, wie gesagt Stand 2022,
Ob es sich in Zukunft noch ändert, weiß ich jetzt nicht. Aktuell auf jeden Fall 19% und auch wieder hier über dieses Modello 210, aber eine andere Spalte anklicken. Das sind so diese drei Steuern, mit denen du auf jeden Fall rechnen musst, wenn du eine Immobilie in Spanien hast als Ausländer. Jetzt fragst du mich sicher, ja, wie reiche ich das denn ein? Wie läuft es denn ab? Da kann ich dir eigentlich nur empfehlen, für den Anfang einen Steuerberater zu nehmen. Der soll das mal für dich machen, soll eine konkrete Situation auch prüfen, weil das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist natürlich alles sehr pauschal und allgemein. Jeder Fall ist anders. Deswegen ist es wichtig, dass du da einen Steuerberater zur Hilfe nimmst, der dir zumindest mal die erste Erklärung macht, und danach kannst du es auch natürlich selbst lernen und selbst machen. Das ist alles gar kein Hexenwerk, aber am Anfang am besten professionelle Hilfe an die Seite nehmen. Gibt auch mittlerweile online tolle Anbieter, die das sehr kostengünstig machen, finde ich. Da schreib mich gerne an, wenn du da nähere Informationen haben möchtest. Und genau, soweit zu Thema Steuern. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen und einige Fragen auch klären. Und wenn du weitere Hilfe brauchst beim Kauf von Immobilien, schreib mich gerne an oder mach ein Kennenlerngespräch aus.